Der Riese und der Schneider. Es war einmal ein Schneider, der war sehr klein, aber auch sehr mutig. Er lebte in einem kleinen Dorf am Rande eines großen Waldes. Eines Tages hörte er Geschichten von einem gefährlichen Riesen, der im Wald lebte und die Dörfer in der Nähe bedrohte. Der Schneider dachte, ich bin vielleicht klein, aber ich bin auch schlau und mutig. Ich werde diesen Riesen besiegen und mein Dorf retten. Also packte er seine Nähnadel, seinen Faden und etwas Brot und Käse und machte sich auf den Weg in den Wald, um den Riesen zu suchen. Nach einer langen Wanderung fand der Schneider schließlich eine große Höhle. Er trat mutig ein und fand den Riesen, der tief und fest schlief. Der Schneider hatte eine Idee. Er nahm seinen Faden und seine Nähnadel und nähte leise die Taschen des Riesen zusammen, so dass er nichts herausnehmen konnte. Als er fertig war, weckte der Schneider den Riesen mit einem lauten Schrei. Der Riese erwachte erschrocken und versuchte, seine Waffen aus seinen Taschen zu ziehen, aber er konnte nicht, weil sie zugenäht waren. Der Schneider lachte und sagte, siehst du, Riese? Ich bin vielleicht klein, aber ich bin schlauer als du. Der Riese war wütend und versuchte, den Schneider zu fangen, aber der kleine Mann war zu schnell und geschickt. Der Schneider rannte aus der Höhle und lockte den Riesen in eine Falle. Er hatte ein großes Netz vorbereitet und als der Riese ihm folgte, fiel er hinein und war gefangen. Der Schneider sagte, jetzt wirst du meinem Dorf keinen Schaden mehr zufügen, Riese. Er verließ den Wald und kehrte als Held in sein Dorf zurück. Aber die Geschichte endet hier noch nicht. Der Riese hatte einen Bruder, der noch größer und gefährlicher war. Als er hörte, was mit seinem Bruder geschehen war, wurde er sehr wütend und schwor Rache. Der zweite Riese machte sich auf den Weg ins Dorf, um den Schneider zu finden und sich an ihm zu rächen. Aber der Schneider, der von den Bewohnern des Dorfes gewarnt wurde, hatte bereits einen neuen Plan. Er rannte zum nahegelegenen See und bat die Fische um Hilfe. Die Fische, die den mutigen Schneider mochten, vereinbarten, ihm zu helfen. Als der Riese kam, um nach dem Schneider zu suchen, sprang der kleine Mann schnell in den See und tauchte unter. Der Riese schaute in den See, konnte aber den Schneider nicht finden. Er beugte sich näher zum Wasser, um besser sehen zu können. Das war genau das, worauf der Schneider gewartet hatte. Mit der Hilfe der Fische zog er den Riesen ins Wasser und der große Riese ertrank. Als der Schneider wieder aus dem Wasser kam, wurde er vom ganzen Dorf gefeiert. Er hatte nicht nur einen, sondern zwei Riesen besiegt und das Dorf gerettet. Er wurde als Held gefeiert und die Geschichte seiner Tapferkeit wurde in der ganzen Region bekannt. Aber der Schneider war bescheiden. Er sagte, Größe ist nicht alles. Mit Mut und Klugheit kann man jede Herausforderung überwinden. Er kehrte zu seinem Handwerk zurück und lebte noch viele Jahre glücklich in seinem Dorf. Die Geschichte des mutigen Schneiders wurde von Generation zu Generation weitererzählt und diente als Inspiration für alle, die hörten, wie ein kleiner Mann mit großem Herz zwei gefährliche Riesen besiegen konnte.